Hallo bei Hofer, oder nicht wirklich bei Hofer, das ist meine kleine Privatregie bei mir zu Hause. Ich habe mir mal Gedanken über Mastering gemacht und genau darüber würde ich jetzt gerne mit euch mal reden. Ein Bekannter von mir war verantwortlich für die Flugsicherheit von Obama. Da habe ich ihn gefragt, nach welchem System er dabei vorgeht. Er meinte, das funktioniert nur nach dem KISS-Prinzip. Keep it simple, stupid. Bei einem Problem immer nach der einfachsten Lösung zu suchen. Und wenn das für die Flugsicherheit von Obama funktioniert, dann sollten wir das auch beim Mastering so machen. Wenn du nicht ausgesprochen erfahren bist oder mit jemandem zusammenarbeiten kannst, der sehr viel Erfahrung hat, dann würde ich dir empfehlen, halte deine Equipmentlinie so schlank wie irgend möglich. Idealerweise reicht ein Limiter. Vielleicht brauchst du noch einen Equalizer, aber mehr muss es in der Regel nicht sein. Die Entwickler all der Mastering-Tools gehen davon aus, dass du eine fertige Mischung zum Mastering verwendest. Aber bei dir ist ja in der Regel die Mischung noch offen. Das heißt, du hast alle Spuren zur Verfügung und kannst auf jeder einzelnen alles Mögliche einstellen, um deinen Master am Ende besser zu machen. Wenn du also einen gut klingenden Mastering-Limiter in der Stereosumme deiner noch offenen Mischung verwendest, hast du viel mehr Möglichkeiten als der beste Mastering-Engineer, der ausschließlich mit einer Stereomischung arbeiten muss. Damit drängt sich natürlich die Frage auf, warum so viele Masterings gerade im Semi-Pro-Bereich so schlecht klingen. Ich befürchte, da wird oft mit Equipment gearbeitet, das man nicht wirklich durchdringt. Man glaubt diesen Voodoo-Tasten und diesen Marketingversprechen und setzt die Teile ein, die dann beim Umschalten halt irgendwie ein bisschen lauter werden und irgendwie wird es ein bisschen bassiger oder heller oder beides. Und am Ende macht man eine akzeptable Mischung tendenziell eher kaputt. Also, bei Unwissenheit lieber Finger weg von Stereoverbreiterung, MS-Bearbeitung, Multiband, Zoom oder Parallelbearbeitung, Reverb und anderen mystischen Wunder-Plugins, die man nicht wirklich versteht. Nimm den Limiter, dem du vertraust, davor noch vielleicht einen Klangregler und Gutes. Zum Klangregler vielleicht noch ein Tipp von Bruce Wedin, das ist der Mischer von Michael Jackson, bei dem war ich vor ein paar Jahren mal bei einem Workshop. Er meinte, wenn er sieht, dass sein Mastering-Engineer mehr als 3 dB rein oder rausdreht, dann geht er zurück zum Mischen. Und für ihn war das damals noch richtig Aufwand, weil er hat voll analog gearbeitet. Du arbeitest in der Regel digital, alles ist nur ein Mausklick weg, also wenn du siehst, dass dein Summen-EQ irgendwelche riesen Kurven machen muss, dann flatte alles und kümmere dich erst nochmal um die Mischung und mach nur kleine, minimale Änderungen bei deinem Mastering-Equalizer. Ich wünsche dir viel Spaß bei deinen Produktionen und vielleicht sehen wir uns mal bei Hofer.